Hallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik. Dieses Mal geht es weiter mit nicht-deterministischen endlichen Automaten. Ja, was genau soll denn das bedeuten? Ein nicht-deterministischer Automat. Okay. Also, letztes Mal haben wir hier diesen wunderschönen deterministischen Automaten entworfen. Ich schiebe den mal etwas mehr in die Mitte. So. Und, ja, zoom mal noch ein bisschen ran, dass ihr das auch gut sehen könnt. Ähm, und was der genau gemacht hat, er hat eine Sprache akzeptiert. Das hier ist der akzeptierende Zustand, die anderen waren nicht akzeptierend, die zuerst irgendeinen Buchstaben gelesen hat und danach so viele Nullen, wie er wollte, aber danach musste in jedem Fall noch eine Eins kommen und danach hat er alles akzeptiert. Ich zeige es euch gerade mal. So sah die reguläre Sprache dazu aus, die hatten wir in dem Video davor besprochen, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt möchte ich euch einen nicht-deterministischen Automaten aufzeichnen. Also, was bedeutet Nicht-Determinismus? Ich fange da einfach mal ganz neu an. Wir machen hier einen Automaten und dieser Automat, der kann mehrere Sachen. Der kann alles sozusagen. Also nicht ganz alles, aber er kann zumindest mal so alles lesen. Das ist unser Zustand null wieder. Und hier ist ein Zustand, hier ist ein Zustand und hier ist ein Zustand. So. Und jetzt kann sozusagen unser Automat sich aussuchen, welchen Zustand er nimmt. Und das ist das Coole bei diesem nicht deterministischen Automaten. Sagen wir mal, wir lesen eine 0 ein. Sagen wir hier, wir lesen eine 1 ein. Und sagen wir hier, wir lesen auch eine 1 ein. Und den hier nennen wir 1, den Zustand nennen wir 2 und den hier nennen wir 3. So, gut. Jetzt kann sich unser Automat aussuchen, wie kommt er am einfachsten in irgendeinen akzeptierenden Zustand, beziehungsweise wie kommt er in einen akzeptierenden Zustand. Und wenn das Wort jetzt genau einen Buchstaben hat und dieser Buchstabe ist 1, dann wird er in diesem Fall auf jeden Fall den unteren Pfad hier nehmen, weil er dadurch in diesen akzeptierenden Zustand kommt. Und der Automat ist nicht deterministisch, weil er eben zwei Möglichkeiten hat. Also er kann sich aussuchen, möchte ich jetzt diesen Pfad hier gehen oder möchte ich lieber diesen hier unten gehen. Das heißt, der Automat ist intelligent genug rauszufinden, wie man in einen akzeptierenden Zustand bei gegebener Eingabe kommt. Gut, jetzt machen wir aber weiter. So macht es ja noch relativ wenig Sinn. So wird er ja immer den Pfad hier unten nehmen. Jetzt zeige ich euch aber, wo das tatsächlich Sinn machen könnte. Wenn wir jetzt hier nämlich weitergehen und diesen Zustand hier akzeptierend machen und dann sagen wir, hier machen wir einen Verbinder rein und machen das Ganze so und machen das so. Okay, ich hoffe, ihr blickt noch durch. Also wenn ich hier in diesem Zustand bin und eine 0 ließ, komme ich hierher. Wenn ich in diesem Zustand bin und eine 1 ließ, komme ich da runter. Wenn ich hier aber in diesem Zustand bin und eine 0 oder eine 1 ließ, komme ich da hoch. Jetzt könnte ich natürlich noch sagen, was auch noch ein Trick bei den nicht-deterministischen ist, man muss nicht jede Eingabe spezifizieren. Also man kann jetzt hier zum Beispiel auch sagen 0. So, wobei das haben wir sogar für den da oben, haben wir das schon. Jetzt haben wir für die Eingabe 0, 1, sagen wir mal, würden wir hier hochgehen, 0, und dann hätten wir 1. Hier kommen wir aber mit einer 1 nirgendwo hin. Naja, das bedeutet dann einfach, es ist nicht akzeptiert. Fertig. Also der Automat, wenn was nicht aufgeschrieben ist, dann schmeißt das weg. Okay? Also wenn ich irgendeine Eingabe habe, wo dann einfach nicht spezifiziert ist, dann komme ich weg. So, warum ist dieser Automat jetzt intelligent? Naja gut, wenn ich das Wort 1 einließ, dann ist es akzeptiert. Aber nicht, weil ich hier durchgehe, sondern weil ich einfach nach unten gehe. Das heißt, der Automat entscheidet intelligent, okay, wenn ich nur eine 1 habe, dann komme ich hier runter. Wenn ich jetzt aber eine 1, 1 habe, dann würde ich, wenn ich den unteren Pfad gehe, hier landen, bei der ersten 1 und bei der zweiten 1 würde ich hier landen. Wenn ich jetzt aber eine 1, 1 habe, würde der Automat trotzdem akzeptieren. Nämlich, weil er intelligent genug ist und sagt, ich gehe erst da hoch und dann gehe ich da runter und dann lande ich im akzeptierenden Zustand. Okay?
Also das macht diesen Automat quasi einfach intelligent, dass er selbst entscheidet, welchen Pfad benutze ich, damit ich genau für diese Eingabe in einen akzeptierenden Zustand komme. Und wenn es tatsächlich keinen akzeptierenden Zustand dafür gibt, also zum Beispiel für die Eingabe 01, dann ist es wirklich wurscht, dann sagt er einfach, nö, akzeptiere ich nicht. Aber das ist halt dieser nicht deterministische Automat, dass er selber entscheidet, wo er hin möchte. Ein weiteres Feature von diesem Automaten ist ein Epsilon-Übergang. Das heißt, wir können hier sagen, 949 war glaube ich Epsilon, ja genau. So, also, der Automat ist gleichzeitig, also wenn ich jetzt hier eine einzige Null einlese, ist er gleichzeitig hier und hier. Das mag jetzt sehr bescheuert klingen, aber es ist tatsächlich so und es macht teilweise auch Sinn. Ich drehe mal den Pfad ein bisschen um. Zum Beispiel, ja, warum nicht so? So, genau. Also ich bin gleichzeitig in diesem Zustand, der noch keinen Namen hat, der Zustand 4 und in den Zustand 2, wenn ich hier zum Beispiel eine 1,0 einlese. Wenn ich eine 1,0 einlese, würde ich hier diesen Zustand nehmen, weil es akzeptiert ist. Wenn ich jetzt aber eine 1,00 einlese, dann wäre ich... Ja, okay. Machen wir vorher den Pfeil hier unten noch weg, sonst wird es zu blöd. Wenn ich jetzt eine 1,00 einlese, dann wäre ich wäre ich erstmal hier und dann habe ich eine 0 und dann wäre ich hier in diesem Zustand. So, aber wenn ich jetzt von diesem Zustand noch irgendwo hin möchte, dann habe ich ein Problem. Weil wenn ich jetzt hier eine 0 einlese, dann wird das Ganze weggeschmissen. Das heißt, es wird nicht akzeptiert. Wenn ich jetzt aber in diesem Zustand hier bin und dann noch eine 0 einlese, dann lande ich wieder hier. Das heißt, es wird akzeptiert. Das heißt, der Automat geht automatisch 1, 0, 0. Also ihr habt gesehen, wie meine Maus gelaufen ist. Erst hier, dann ohne das, was eingelesen wird, direkt hier und dann wieder hier. Und so wird die Eingabe 100 akzeptiert. Okay? So. Das war das letzte Feature von nicht deterministischen Automaten. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir können hier aus einem Zustand mehrmals dieselbe Eingabe lesen und der Automat entscheidet intelligent, wo lang er geht, dass die gegebene Eingabe akzeptiert wird, falls das irgendwie möglich ist auf einem der Wege. Wir können Epsilon-Übergänge haben zwischen Zuständen, das heißt, wir brauchen keine Eingabe, um einen Zustand zu wechseln. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Gut, was ihr auch noch wissen solltet, ist folgendes. Aus jedem nicht deterministischen endlichen Automaten, den ich hier gemacht habe, zum Beispiel, kann ich einen Automaten machen, der genau gleichbedeutend ist und der tatsächlich auch deterministisch ist. Also so, wie ich es in euch im vorigen Video erklärt habe. Das heißt, aus dem Automat hier kann ich was machen, was ich tatsächlich dann auch ja, programmieren kann. Aber er ist meistens deutlich größer, meistens deutlich komplizierter darzustellen und lang nicht so schön anzusehen. Ja, es gibt einen Algorithmus dazu. Wenn ihr wollt, kann ich den machen. Schreibt mir dazu einen Kommentar. Ansonsten werde ich das wahrscheinlich nicht tun. Ja. Gut, also aus jedem nicht deterministischen Automaten kann ich einen deterministischen machen. Okay, das heißt, ja, ich habe euch eigentlich alles gesagt, was ihr wissen müsst. Okay, ansonsten schreibt mir Kommentare und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.